In einem kleinen Dorf steht eine große Backstube. Die Bäckereibesitzerin heißt Greta und ist schon über 40. Sie backt das beste Brot weit und breit. Ihr Brot riecht am Morgen nach Sonnenschein und Butter. Die Dorfkinder lieben ihren süßen Zopf am Sonntag. Aber eines Tages kommen fremde Krieger ins Tal. Sie reiten auf schwarzen Pferden mit lauten Hufen. Sie nehmen alles Mehl und Korn mit Gewalt. Die Dorfbewohner haben bald nichts mehr zu essen. Greta sieht das Elend jeden Tag vor ihrer Tür. Die Kinder weinen vor Hunger in den Gassen. Ihr Herz blutet, aber sie zeigt keine Angst. Sie hat einen geheimen Plan in ihrem Kopf. Keiner soll erfahren, was sie wirklich denkt. Nachts geht sie allein in den dunklen Wald. Der Wald ist kalt und voller seltsamer Geräusche. Dort sammelt sie leuchtende Pilze und feuchtes Moos. Sie trägt einen großen Korb aus Weidenrinde mit sich. Niemand weiß, was sie damit machen will. Am nächsten Abend backt sie 20 runde Brote. Die Brote sehen normal aus, aber sie leuchten grün. Greta legt sie vorsichtig vor das Tor der Burg. Die Krieger wachen oben auf den steinernen Mauern. Plötzlich sehen sie die seltsamen Lichter unten. Ein Soldat schreit laut vor Schreck in die Nacht. Die Krieger denken an eine böse Zauberei. Sie werfen ihre Speere nach den leuchtenden Broten. Die Brote zerbrechen und leuchten noch heller. Jetzt rennen alle Männer panisch in die Burg zurück. Der Anführer flucht und schließt das große Tor. Greta lächelt still in der Dunkelheit draußen. Sie hat keine Waffe, aber ihren scharfen Verstand. In dieser Nacht bleiben die Feinde in der Burg. Die Dorfbewohner schlafen endlich wieder ruhig. Greta backt in den nächsten Tagen weiter. Sie benutzt kein normales Mehl mehr aus Angst. Stattdessen malt sie Eicheln und trockene Rinde von Bäumen. Das schmeckt nicht gut, aber es macht den Magen satt. Die Kinder nennen es liebevoll Gretas starkes Brot. Eine Woche später kommen die Krieger wieder heraus. Sie sind wütend und noch hungriger als zuvor. Ihre Bäuche knurren laut vor dem Backhaus. Der Anführer schreit nach Gretas Weizenmehl. Aber Greta schüttelt nur freundlich ihren Kopf. Sie trägt einen Korb mit kleinen goldenen Broten. Jedes Brot riecht stark nach süßem Honig aus dem Wald. Der Anführer nimmt ein Brot und beißt hinein. Es schmeckt wunderbar wie ein Festmahl im Schloss. Die anderen Soldaten stürzen sich gierig auf die Brote. Nach ein paar Minuten werden ihre Augen schwer. Ihre Arme hängen schlaff wie nasse Tücher herunter. Einer nach dem anderen sinkt leise zu Boden. Sie schlafen tief und fest auf der staubigen Straße. Greta holt alle Dorfbewohner mit langen Seilen herbei. Männer, Frauen und sogar Kinder helfen mit. Sie binden die schlafenden Krieger sanft an dicke Bäume. Niemand wird verletzt oder getötet an diesem Tag.
Als die Feinde aufwachen, sind sie völlig verwirrt. Sie wissen nicht, wie sie hierher gekommen sind. Greta steht vor ihnen mit einem leeren Brotkorb in der Hand. Sie sagt kein Wort, aber ihr Blick ist fest und klar. Die Krieger haben große Angst vor diesem stillen Brot. Sie glauben, es enthält starke Magie aus alten Zeiten. Der Anführer fleht leise um Gnade für sein Leben. Greta nickt nur einmal mit ihrem grauen Kopf. Dann gibt sie jedem ein Stück einfaches Roggenbrot. Sie zeigt ihnen den Weg aus dem Tal nach Norden. Die Krieger rennen weg und versprechen, nie zurückzukommen. Das Dorf ist gerettet, ohne einen einzigen Kampf. Die Menschen feiern Greta mit Blumen und Kerzen. Aber Greta weint heimlich in ihrer Backstube. Niemand versteht, warum sie traurig ist. Ein alter Händler erkennt ihr müdes Gesicht. Er flüstert dem Bürgermeister etwas leise ins Ohr. Der Bürgermeister wird blass und tritt langsam vor. Er sagt mit zitternder Stimme, dass Greta die verlorene Prinzessin sei. Greta senkt den Kopf und schweigt eine ganze Weile. Dann nickt sie ganz langsam und fast unsichtbar. Vor vielen Jahren war ihre schöne Burg zerstört worden. Ihre Familie floh in alle Windrichtungen. Sie allein überlebte im Wald 3 Monate lang. Dann arbeitete sie als Bäckerin in verschiedenen Dörfern. Niemand sollte je von ihrer königlichen Herkunft erfahren. Doch jetzt wissen es alle im kleinen Dorf. Die Menschen fallen auf die Knie vor ihr. Greta schüttelt den Kopf und hilft ihnen aufzustehen. Sie sagt mit sanfter Stimme, dass sie keine Prinzessin mehr sei. Sie sei nur eine Bäckerin, die Hunger nicht ertragen könne. Die Kinder lachen und umarmen fest ihre Beine. Der Bürgermeister bringt ihr eine alte Krone aus Blech. Greta nimmt die Krone und legt sie auf den warmen Ofen. Sie sagt lachend, dass die Krone dorthin gehöre. Die Krieger hören im Wald von ihrem wahren Namen. Sie glauben nun fest an mächtige Zauberkräfte. Keiner wagt es jemals wieder, dieses friedliche Tal zu betreten. Greta backt jeden Morgen wie immer vor Sonnenaufgang. Ihr Leben ist ruhig, aber nicht leer. Ein Jahr später kommt ein fremdes Mädchen in die Backstube. Das Mädchen heißt Margret und hat große, dunkle Augen. Sie sucht Arbeit und hat kein Zuhause mehr. Greta betrachtet ihr trauriges Gesicht ganz lange. Dann reicht sie dem Mädchen eine saubere weiße Schürze. Sie sagt leise, dass sie von heute an zusammen backen würden. Das Mädchen lächelt zum ersten Mal seit vielen Monaten. Greta zeigt ihr die geheimen Pilze im tiefen Wald. Sie erklärt alles über das leuchtende Brot in der Nacht. Das Mädchen lernt schnell und hilft jeden Tag mit Freude. Abends sitzen beide vor dem knisternden, warmen Ofen. Greta erzählt keine Geschichten über Königshäuser. Sie erzählt nur von gutem Mehl und noch besserem Honig.
Margret wird ihre beste Freundin und ihre heimliche Tochter. Zusammen backen sie für alle hungrigen Menschen im Tal. Ihr Brot singt nicht wirklich, aber die Leute sagen es. Denn wenn man es isst, wird das eigene Herz ganz leicht. Und manchmal hört man ein leises Summen im Ofen. Das ist wahrscheinlich nur der heiße Dampf aus dem Stein. Aber die kleinen Kinder glauben fest an das singende Brot. Greta lacht und knetet weiter den weichen Teig. Sie hat ihre alte Krone nie wieder angezogen. Dafür trägt sie jeden Tag eine weiße Bäckermütze. Margret malt ein Schild für die Backstube. Auf dem Schild steht: Brot für alle, stark und leuchtend. Die Menschen aus anderen Dörfern kommen nun auch. Sie bringen Mehl und Eier und bitten um Gretas Hilfe. Greta weist niemanden ab, egal wie müde sie ist. Sie backt in jeder Vollmondnacht ein leuchtendes Brot. Das Brot hängt dann hoch oben an einer langen Stange. Es ist kein Zauber, sondern nur kluges Wissen. Aber die Legende vom singenden Brot wächst immer weiter. Und das Dorf lebt in Frieden bis zum nächsten Winter. Eines Abends sitzt Greta allein vor dem Feuer. Margret schläft schon oben in der kleinen Kammer. Greta denkt an ihre alte Burg und an den Krieg. Tränen laufen leise über ihr runzliges Gesicht. Sie flüstert in die Glut hinein einen alten Namen. Dann wischt sie sich die Tränen mit der Schürze weg. Morgen wird sie wieder Brot backen. Für alle. Das ist ihr Königreich jetzt, die warme Backstube. Und das ist genug für ein glückliches Leben.